270 Grad Monster-Markise, vergrößerten Wohnraum. Alleine aufbauen kann. Das ganze Ding ist freitragend. Riesengroßer Raum. Moin Leute, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Ole, neben mir steht Abby und heute zeigen wir euch unsere 270 Grad Monster-Markise, die wir 3 Wochen lang in Norwegen auf Herz und Nieren geprüft haben. Und warum das keine normale Markise ist und warum wir so begeistert sind, das erfahrt ihr jetzt. Bevor wir euch zeigen, wie man das ganze Teil aufbaut, nochmal ein ganz paar kurze Fakten und warum wir uns überhaupt für diese Markise entschieden haben. Jeder von euch, der sich mit Markisen beschäftigt, kennt die ganz normalen nur 15 Markise, die man an seinem Wohnmobil dran hat. Dann kurbelt man die auf oder auch elektrisch, dann fährt das Teil raus, dann hat man eine kleine Überdachung. Aber wenn es dann anfängt zu regnen, dann pisst das links und rechts schon wieder rein. Wenn dann der Wind ein bisschen mehr wird, dann musst du das Teil schon wieder reinfahren, weil das Ding sonst abhebt und sonst kaputt geht. Deswegen haben wir uns für die Markise entschieden, weil die all diese Sachen ja nicht hat und sehr viel robuster ist. Sie ist größer, sie ist stabiler, sie kann freistehen und so weiter und so fort. Zusätzlich bietet diese Markise uns auch noch vergrößerten Wohnraum, weil wir ja langfristig in dem Auto leben wollen. Und ganz ehrlich, irgendwann wird es dann einfach eng. Und dann braucht man ein bisschen Platz, wo man sich mal ein bisschen bewegen kann, hin und her. Und das bietet diese Markise ebenfalls. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diese Markise auch alleine aufbauen kann. Hier ist sie jetzt noch im geschlossenen Zustand, hat so ungefähr eine Länge von 2,30 Meter und wiegt so ungefähr 30 Kilo. Ich baue jetzt die Markise mal auf, alleine, weil wir haben ja gesagt, die kann man noch ganz alleine aufbauen. Das Ganze mache ich mit Hilfe von diesen Zurgurten, weil sie quasi einmal ums Auto herumgezurrt wird. Und wir stoppen jetzt für euch einmal die Zeit, damit ihr wirklich seht, wie schnell das wirklich geht. Also Abby, und los geht's. Einmal den Reißverschluss aufmachen, normal. Jetzt klappe ich die einmal hier provisorisch auf. Aber jetzt hier meinen Haken, hake den hier hinten ein und ziehe das ganze Ding jetzt komplett rum. Den Haken hier an der Felge fest, zack, und kann hier das Ganze spannen. Und das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Und nochmal ums ganze Auto rum. Und dann mache ich das Ganze am Dachträger fest. Und wirklich gut auf Spannung halten. Fürs Erste sind wir jetzt fertig und wir haben 2 Minuten 48. Und ich habe mir wirklich Zeit gelassen, habe euch das nochmal erklärt. Wenn man jetzt zu zweit ist, geht das doppelt so schnell. Also das ist schon ein Riesenvorteil an dem ganzen Teil. Denn stellt euch mal vor, ihr kommt an einen Stellplatz an, es schüttet. Aber ihr wollt auch gerne ein bisschen draußen sitzen, ihr wollt euer Lager aufschlagen, ihr kommt drin nicht mehr klar. Dann geht ihr raus und habt das Ding innerhalb von einer Minute aufgebaut und habt auf jeden Fall Regenschutz und seid erstmal safe. Denn das ganze Ding ist freitragend. Und ihr seht, ich habe keine Stütze aufgebaut, nichts, und das hält jetzt so. Wir können das auch wirklich so lassen, das schadet der Markise nicht, das hält die locker aus. Und ein weiterer Vorteil hier ist jetzt direkt, man hat nichts am Boden fest. Und in Deutschland gibt es ja diese komische Regel, sobald man die Stütze auf dem Boden macht, dann campt man ja, und das ist ja verboten. So habt ihr nichts auf dem Boden und ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Stabiler ist das Ganze natürlich, wenn man Stützen aufbaut, gerade wenn es ein bisschen windig ist oder so, oder wenn man, wie wir, nachher noch die Seitenwände reinziehen will. Deshalb zeige ich euch jetzt die Stützen. Die sind direkt hier mit verbaut. Die hole ich dann einfach raus, habe hier so eine Teleskopenstange. Zack, das war's schon. So, die richte ich natürlich dann noch ein bisschen gerade aus. Das war's. Es gibt auch noch andere Stützen. Wir haben jetzt die die wir eigentlich noch auf Asphalt und so nutzen können. Es gibt aber auch im Lieferumfang enthaltene Stützen, die du dann halt unten mit so einer Spitze in den Boden reinrammen kannst. So, rein theoretisch kann man die Markise so stehen lassen. Es gibt aber, sollte es zum Beispiel sehr windig sein oder so, immer die Möglichkeit, hier oben sind so kleine Ösen. Daran könnten wir die Markise jetzt schon verzurren und einfach hier abspannen. Das gibt es an allen Ecken.
Wir machen das normalerweise, wenn es halt sehr windig ist oder so. Jetzt lassen wir die Markise allerdings nur kurz stehen zum Trocknen und um euch die zu zeigen. Deswegen verzichten wir jetzt aufs Verzurren. Jetzt kommen wir zu den Wänden. Es gibt insgesamt 3 Wandteile, die man jeweils einzeln dazu kaufen kann. Und die bauen wir jetzt für euch auf. So, ich werde jetzt beginnen mit der ersten Wand, mit der größten. Und im besten Fall macht man das natürlich zu zweit. Aber alleine funktioniert das auch. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ich packe die erstmal aus. Und hier habe ich jetzt einen Reißverschluss, den ich oben an der Markise jetzt einfach einfädeln muss. Hier sieht man das wie eine Regenjacke. Zack. Und schon steht die erste Wand. Ihr seht schon, hier sind überall schon Schnüre dran gemacht. Die habe ich halt schon befestigt gehabt. Und die könnten wir jetzt natürlich auch noch schön abspannen. Unten kommen noch Heringe rein. Das machen wir zum Schluss. Aber das Einfädeln ging super leicht. Und dann mache ich jetzt schnell die anderen Wände ran. Und jetzt kommen wir zur letzten Wand. Hier kann man die Wände auch wieder verbinden. So, wir haben jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut, aber auf der GoPro sind jetzt irgendwie 5-6 Minuten oder so angezeigt. Also geht echt schnell. Also es geht wirklich, ja, dafür, dass es so ein Riesending ist, wirklich schnell. Wenn man ein eingespieltes Team ist, dann geht das wirklich so. Alleine geht das auch. Da hat man auch irgendwann den Dreh raus. Und was wir jetzt noch machen, man bekommt ein paar Heringe mitgeliefert. Also das ist wirklich nur das ist vielleicht maximal die Hälfte, dass man das ganze Ding halt wirklich fest verzurren kann und richtig fest im Boden knallen kann, dass das am Ende wirklich stabil ist. Das werde ich jetzt machen. Da muss man sich Zeit lassen, weil das ist wirklich viel. Aber ich sage euch, das lohnt sich. Deswegen werde ich mir jetzt mal die Zeit nehmen, alles ordentlich aufzubauen. Dann seht ihr auch mal, wie viel Platz da drin ist. So, die Markise ist abgespannt und dadurch haben wir jetzt hier einen 12 Quadratmeter Wohnraum dazu gewonnen. Jetzt innerhalb der 3 Wochen haben wir es meistens so eingerichtet, dass wir hier hinten unser Klo stehen hatten. Also hier ist unser Badezimmer. Hier hatten wir immer unsere Küche. Hier ungefähr unser Esszimmer und hier in der Ecke unser Wohnzimmer. Also hier Picknickdecke, Chiller Lounge, so mäßig. Also es ist wirklich ein riesengroßer Raum und man sieht es, ich zeige es mal in dieser Stütze. Also hier ist ja eigentlich die Markise zu Ende. Dadurch, dass wir das jetzt aber abgespannt haben, haben wir natürlich richtig viel Platz dazu gewonnen. Und man sieht die ganzen Schatten hier noch. Man könnte es also noch viel weiter raus abspannen. Das haben wir jetzt mal sein gelassen. Das ist echt ein riesen Raum. Aber das war noch nicht alles. Wir haben zum einen hier oben 3 LED-Lampen. Da ist auch noch mal so ein Kabel dabei. Kann man an eine Powerbank anschließen und dann hat man hier abends nochmal richtig schön gemütliches Licht. Und jetzt zeigen wir euch noch Fenster und Türen. So, das Ding ist fertig. Einmal komplett aufgebaut. Man sieht das ein bisschen von außen schwierig, aber hier sind jetzt überall Fenster noch verbaut. Hier kann man es, wie gesagt, noch richtig gut abzurren, also noch stabiler machen. Das habe ich jetzt erstmal gelassen. Aber das so ein Fenster ist wirklich optimal. Ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach einmal auf. So, Fenster, so kann man einen schönen Durchzug machen. Dann gehen wir mal weiter. Hier sieht man, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier ist auf jeden Fall die Tür. Die mache ich jetzt auch mal auf. So, und dann hat man schon eine Tür. Dann kann man hier ganz normal reingehen. Ist quasi wie ein Zelt, ne? Selbst erklären. Wir gehen noch einmal komplett rum. Wie gesagt, hier ist nochmal ein Fenster. Hier ist noch ein Fenster. Ganz hier hinten ist noch ein Fenster. Also man hat wirklich die Möglichkeit,
überall die Fenster aufzumachen, dann hat man richtig schön Durchzug, weil jetzt ist es da drin wirklich wie eine Sauna. Aber wenn du alles aufmachst und da schon der Wind durchgeht, hält man es sogar da aus. Also so richtig, richtig gut. Was ich noch sagen wollte, das Material von der Markise generell ist sehr robust, also wirklich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist sehr robust, es ist sehr wasserresistent, wasserabweisend und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. So, unsere Markise steht. Also wir sind wirklich sehr, sehr glücklich und die hat uns in Norwegen auch schon richtig treue Dienste geleistet. Also ich kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Ist wirklich ein super Teil. Allerdings gibt es noch ein paar Dinge zu beachten. Zum einen, der Kofferraum geht nicht ganz auf. Das muss man einfach im Hinterkopf halten. Ole stößt sich ganz gern hiergegen, weil da oben schon die Stangen sind. Aber wir haben uns das so gelöst. Die einfachste Variante, wir haben halt hier eine Schnur an unserem Bett befestigt und das andere Teil der Schnur wird dann hier in dieser Kofferraumschlaufe befestigt und dadurch wird der Kofferraum dann zugehalten, dass der nicht die ganze Zeit oben gegenstößt. Also man kann ihn auch mal loslassen, also ich kann es einfach so stehen lassen, es passiert nichts, aber ist auf Dauer, glaube ich, nicht die beste Lösung. Und was man natürlich auch im Hinterkopf haben sollte, man sieht hier den Himmel. Das heißt, wenn es regnet, kommt hier auch ein bisschen Wasser durch. Also es ist hier kein komplett geschlossenes Zelt, es ist immer noch einfach nur eine Markise. Da kommt ein bisschen Regen durch, zwischendurch tröpfelt es auch hier irgendwo ein bisschen. Also wir hatten das auch schon, wenn es stark regnet, dass wir hier die Tür nicht auflassen konnten, weil es hier einfach überall natürlich das Wasser abläuft. Genauso auch hier vorne. Also hier ist so ein kleines Segel schon da, das heißt auf jeden Fall besser als nichts, aber auch hier kommt überall Regen durch. Und wir haben hier vorne und das gleiche auch hinten am Kofferraum die Markise jetzt so nach vorne abgespannt. Das heißt, hier hat man rein theoretisch nochmal so eine Tür zum Rein- und Rauskommen. Was wir aber auch schon öfters in Norwegen gemacht haben, wenn wir halt Sichtschutz haben wollten oder so, dass wir das Teil einfach an diesem Haken und dann ans Auto gespannt haben, sodass es wirklich dicht rankommt und man da einfach Sichtschutz, Windschutz und so weiter hat. Das gleiche auch hinten beim Kofferraum. Wenn es jetzt natürlich den ganzen Tag regnet und so, dann läuft das Wasser aus allen Ecken und Enden zusammen. Also es läuft hier das Auto runter. Wir hatten hier schon eine riesen Pfütze. Oder auch, dass es je nachdem, wenn der Boden nicht ganz gerade ist, natürlich immer zum tiefsten Punkt fließt. Das heißt, es kann durchaus hier Pfützenbildungen geben. Wir bauen das ganze Ding jetzt ab. Da nehmen wir euch jetzt nicht Schritt für Schritt mit, weil das ist ja selbsterklärend, nur das Ganze wieder rückwärts. Das jetzt hier im Zeitraffer und danach gibt es das Fazit. Wir kommen jetzt zum Fazit von dem Ganzen. Das ganze Ding steht noch, aber wir mussten das zeittechnisch so regeln, weil das ganze Ding ja noch trocknen muss. Deswegen kommen wir jetzt zum Fazit. Genau, also wir sind als allererstes mal super, super zufrieden mit dieser Markise. Natürlich muss man dran denken, dass es zwischendurch mal irgendwo ein bisschen was reinregnen kann und so. Und wir haben jetzt platztechnisch eine ganze Eurobox für diese Seitenwände eingeplant. Also es nimmt halt schon gut Stauraum ein, das muss man einfach bedenken. Und es ist auch nicht ganz leicht. Natürlich auch, genau. Also die Markise wiegt 30 Kilo und diese zusätzlichen Teile dafür bestimmt auch nochmal 10, 15, 20 Kilo. Die Heringe auch schwer. Also alles zusammen bestimmt 50, 60 Kilo, würde ich echt sagen. Das ist jetzt grob geschätzt. Das ist so schwer. Ja. Ja, ist halt schon. Ne? Aber dafür haben wir halt auch diese 12 Quadratmeter zusätzlichen Wohnraum, die sich halt echt lohnen, weil es ist trocken. Du bist vor der Sonne geschützt, kannst im Schatten einfach deinen Urlaub genießen. Du hast Fenster mit Fliegengittern und das ist einfach top. Toll. Eine Tür. Ich wollte nochmal darauf eingehen, wie robust das ganze Teil überhaupt ist. Also wir standen wirklich in Dänemark sehr, sehr nah an der Küste und es war übelst das Unwetter. Also wir haben echt gedacht, der Bus kippt um und wir hatten das genau so aufgebaut. Natürlich flattert das alles, es haben sich Heringe gelöst, aber die Markise hat wirklich standgehalten und es ist auch nichts kaputt gegangen. Also sie ist wirklich sehr, sehr robust. Natürlich nicht unendlich robust, man muss schon mal einen Hering nachkaufen. Ist auch nicht empfehlenswert, die eigentlich bei so einem Sturm draußen stehen zu lassen, weil du weißt nie. Aber wir haben es gemacht, weil es mitten in der Nacht, also 3 Uhr nachts im starken strömenden Regen, hatten wir keine Lust, die abzubauen. Wir haben einfach nur da gesessen und gehofft, dass es funktioniert. Ja, also auf jeden Fall ein klares Daumen nach oben. Kommen wir noch ganz kurz zum Preis von der ganzen Geschichte. Das ganze Setup, so wie es hier jetzt steht, kostet 1.261 €. Natürlich
boah, so teuer, riesen Geldbetrag. Aber ganz ehrlich, wenn man sich andere Markisen anguckt, die gehen auch locker bei 800, 900 Euro los. Und das kann ich, also nur die Markise alleine hat 869 Euro gekostet. Finde ich total der okaye Preis und dann halt zusätzlich noch diese Seitenwände. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen, vielleicht bei der Entscheidung, welche Markise die richtige ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich bin da gerne offen. Wie gesagt, den Link von der Markise packe ich euch unten mal in die Beschreibung. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Falls ihr die anderen Ausbauvideos noch nicht gesehen habt, schaut doch gerne da vorbei. Ich habe eine extra Playlist erstellt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn nächste Woche kommt endlich das finale Video über die Roomtour von unserem VW-Bus. Bis dahin, ciao!